Ahoi, meus Capitals, hier ist wieder eure Suistar und willkommen zurück zu einer neuen Folge von How to Play. In der heutigen Folge von How to Play geht es um das Thema, wann schieße ich eigentlich HE und wann schieße ich eigentlich AP. Es wurde nämlich in den Kommentaren vom letzten Video gefragt, wann macht es überhaupt Sinn, auf DDs mit AP zu spielen? Und genau das möchte ich euch heute beantworten. Bevor wir uns aber mit den verschiedenen Schiffsklassen auseinandersetzen, möchte ich mit euch zuerst die beiden Munitionsarten durchgehen. Eventuell gibt es auch hier etwas, worüber ihr noch nichts wusstet. Beginnen wir also mit der HE oder wie man es auch nennen kann, hochexplosive Geschosse. Man nutzt sie für angewinkelte Gegner, welche stark gepanzert sind. Nehmen wir als Beispiel, es steht in einem Gefecht gegenüber einem Schlachtschiff. Dieses ist so gut positioniert, dass ihr absolut nicht durchkommt. Also wechselt ihr auf HE. Der Vorteil bei HE ist, ihr könnt nicht abprallen. Selbst wenn bei einer zu dicken Panzerung euch ein Nicht-Durchschlagen angezeigt wird, verursacht ihr dennoch Schaden an den Modulen im Bereich der Splitterwirkung. Sie kann auch für leicht gepanzerte Ziele genutzt werden. Gerade feindliche Zerstörer können davon enorm viel Schaden erleiden. Wenn ihr HE schießt, solltet ihr auf jeden Fall immer auf die Aufbauten oder die leichter gepanzerten Bug- und Heckteile ausgerichtet sein. Viele Schiffe sind gerade auf ihren Aufbauten extrem empfindlich. Übrigens, die Aufbauten ist auch die sogenannte Superstructure für diejenigen, wo es noch nicht wussten. Das ist ja so das umgangssprachliche Wort dafür, deswegen wollte ich es jetzt einfach mal erwähnt haben. Ihr könnt ebenso bei den Gegnern die Flugabwehrgeschütze auf Dauer zerstören mit HE. Das Gute ist ja daran, dass wenn ihr auf die Aufbauten schießt, landen die Kugeln auf dem Deck und dann auch größtenteils auf der Flugabwehr. Somit könnt ihr auf Dauer eben die Flugabwehr vom Gegner ausschalten und könnt somit euren Flugzeugträger supporten. Ihr merkt wahrscheinlich schon, dass ich das Ganze recht kompakt zusammengefasst habe. Mir ging es jetzt einfach darum, dass ich euch jetzt nicht ewig lang damit zutexte und ihr euch dann denkt, boah, wann kommt denn jetzt eigentlich überhaupt das, um was es dann gehen soll? Und deswegen schaue ich einfach, dass ich das halt wirklich recht kompakt halte. Wir können es gerne generell nochmal irgendwann mal detailreicher durchgehen. Eventuell wird es auch ganz interessant fürs nächste Video, aber das verrate ich euch erst zum Schluss. So, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit AP. Ich blende es euch jetzt gerade mal ein. AP heißt nichts anderes als panzerbrechende Granaten. Im Englischen nennt man diese Armor Piercing Shells. AP richtet ihren maximalen Schaden an, indem sie die Panzerung des Ziels durchdringt und im Inneren des Schiffes explodiert. Im Vergleich zu HE-Granaten können AP-Granaten beim Aufschlagen auf zu dicker Panzerungsschicht zersplittern. Ebenso kann sie an Panzerungen abprallen. Im Vergleich zu HE können sie keine Brände auslösen. Jedoch können sie Module durch Volltreffer beschädigen oder auch zerstören. Um die Durchdringung zu gewährleisten, muss AP in einem nahezu senkrechten Winkel treffen. Abpraller und Querschläger richten keinen Schaden an. Der Zusammenhang zwischen Auftreffwinkel und Abprallwahrscheinlichkeit gliedert sich wie folgt. Zwischen 0 und 30 Grad automatischer Abpraller, zwischen 30 und 45 Grad gewisse Abprallwahrscheinlichkeit und bei 45 bis 90 Grad keine Abpraller. Die Ausrichtung des eigenen Schiffs ist von größter Bedeutung, wenn der Gegner panzerbrechende Granaten schießt. Trifft eine solche Granate in einem anderen Winkel als 90 Grad auf, dann hat sie mehr Panzerung vor sich. Darüber hinaus wird sie bei einem bestimmten Winkel unterhalb von etwa 20 bis 40 Grad einfach abprallen. Selbst wenn ihre Durchschlagskraft grundsätzlich ausreichen würde. Auch ein Querschläger kann noch Schaden verursachen, aber nur am gleichen Schiff. Aus bestimmten Entfernungen treffen panzerbrechende Granaten sowohl auf der Gürtelpanzerung als auch auf der Deckpanzerung in einem relativ spitzen Winkel auf und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie abprallen oder Querschläger verursachen. Der Bereich, aus dem sowohl direkter als auch indirekter Beschuss weniger wirksam sind, wird als Immunitätszone bezeichnet. Trotz dieses sehr pauschalen Ausdrucks impliziert der Begriff jedoch nicht, dass das Ziel in diesem Bereich unverwundbar wäre. Es kann auch hier zu Schäden kommen. Jedoch sind katastrophale Treffer in der Zitadelle hier theoretisch ausgeschlossen.
Und ein weiterer Punkt der panzerbrechenden Granaten: am wirksamsten gegen Ziele, welche ihre Breitseite zeigen, und an den stärker gepanzerten Bereichen des Schiffes. Damit hätten wir jetzt auf jeden Fall HE und auch AP ein bisschen mehr aufgeklärt. Tatsächlich bin ich wirklich überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da jetzt doch ein bisschen länger dran sitze. Aber ich muss auch sagen, ich finde es nicht schlimm. Immerhin möchte ich es euch ja auch erklären und so gut wie es geht einfach auch mitgeben. Und lieber erkläre ich es dann doch ausführlicher als dann so halbwegs hingeklatscht. Wenden wir uns aber jetzt mal der Hauptfrage zu. Und zwar, wann schieße ich HE und wann schieße ich AP? Dafür blende ich euch jetzt halt mal etwas dazu ein. Wir fangen jetzt auch mal mit den Schlachtschiffen an. Als Schlachtschiff feuert man auf die meisten Gegner AP-Munition, da die Geschosse das Potenzial haben, den größeren Schaden anzurichten. Da diese aber höhere Nachladezeit benötigen, sollte man sich im Klaren sein, wie wirksam eine Salve gegen ein bestimmtes Ziel sein wird. Zum Beispiel kann ein gut angewinkeltes Schlachtschiff eine gesamte Salve abprallen lassen. Wenn ein Gegner dreht, sollte man warten, bis dieser Breitseite zeigt. Wenn dieser weiterhin gut angewinkelt bleibt, kann man auch zwischendurch eine Salve HE abfeuern. Auch bei Zerstörern kann man HE verwenden, da diese keine Zitadelle besitzen. Bedenkt auch, dass jede Sektion eines Schiffs Lebenspunkte hat und sinken diese auf 0, ist die Sektion tot und ihr könnt keinen Schaden mehr darauf ausrichten. Zusätzlich habe ich euch eine kleine Zusammenfassung geschrieben, das habe ich auch bei allen anderen gemacht. Da könnt ihr nochmal einsehen, was am besten gegen welche Klasse hilft. Ich habe auch den Flugzeugträger mit drauf geschrieben, da ist es nämlich wirklich so, gerade bei den amerikanischen Flugzeugträgern ist es teilweise sehr schwer mit AP durchzukommen, vor allem auf hoher Distanz. Da ist es dann entweder mal ein Glücksschuss, nenne ich es mal, oder ja, es prallt halt dann alles ab. Man sollte tatsächlich auf Träger bei weiter Distanz HE schießen und dann eben erst auf kürzerer Distanz auf AP wechseln. Schlachtschiff gegen Schlachtschiff ist natürlich klar, dann nehmen wir AP, außer natürlich, der stellt sich jetzt die ganze Zeit so hin, dass wir absolut gar nicht mehr durchkommen, dann wechseln wir auch mal zwischendurch auf HE. An dieser Stelle möchte ich auch anmerken, Leute, fahrt die Schlachtschiffe nicht Dauer-HE. Ich sehe so oft den Conqueror Dauer-HE schießen, obwohl der so eine richtig starke AP hat. Gerade in letzter Zeit ist es echt häufig, dass die Schlachtschiffe halt HE schießen, obwohl die halt eigentlich eine mega starke AP haben. Auf Kreuzer schießen wir natürlich auch AP. Da kommt es natürlich auch wieder ein bisschen mit drauf an, ist es ein leichter Kreuzer oder ein schwerer Kreuzer. Aber im Normalfall kommen wir da auch gut mit AP durch. Das Einzige, wo wir dann auf HE wechseln können, ist auf jeden Fall der Zerstörer, da wir mit HE doch enorm Schaden machen können. Und dadurch, dass der ja keine Zitadelle hat und ja unsere AP eigentlich für Zitadellen ausgelegt ist, ist dann natürlich HE sinnvoller. Kommen wir zu den Kreuzer. Da ist es tatsächlich so, dass es hier zwei Arten von Kreuzer gibt. Einmal die CLs und einmal die CAs. CA bedeutet im Prinzip schwerer Kreuzer und CL leichter Kreuzer. Auch hier habe ich wieder eine wundervolle Zusammenfassung darüber. Mit diesem feuert man meistens HE-Munition. Es sei denn, ein gegnerischer Kreuzer zeigt euch seine Breitseite. Gegen Zerstörer ist HE am effektivsten, da diese ihre dünne Panzerung durchdringen kann. Zudem können Module wie Motor und Ruderanlage innerhalb des Explosionsbereiches eines Treffers beschädigt werden. Durch die möglich verbundene Brandchance durch Feuer von HE können Kreuzer mit kleinkalibrigen Geschützen die schwere Panzerung von Schlachtschiffen umgehen. Kreuzer-AP sollte allerdings nicht vernachlässigt werden. Selbst leichte Kreuzer 152 mm können auf Breitseiten anderer Kreuzer verheerenden Schaden anrichten, besonders auf kurze Distanz. Und da ihr heute die ganze Zeit nur mein Geplapper hören müsst und kein Gameplay so wirklich habt, habe ich euch mal so einen kleinen Clip dazu gesetzt. Da seht ihr jetzt mal, wie stark so 152 mm Kanonen halt sein können. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Unser Sieg ist in Sicht. Und wie man gesehen hat, die Dallas kann schon ordentlich austeilen, auf jeden Fall.
Die Zusammenfassung habe ich jetzt auch noch hier für euch. Da steht auch jetzt das mit dem CL und mit dem CA. Und zwar, wenn ein Kreuzer unter 155 mm hat, dann zählt er als leichter Kreuzer. Wenn er 200 mm und drüber hat, zählt er als schwerer Kreuzer. Es gibt jedoch den ein oder anderen Kreuzer, welcher nur 180 mm hat, aber dennoch als schwerer Kreuzer zählt, beispielsweise die Tallinn. Kreuzer gegen Zerstörer ist natürlich auch wieder klar, HE dominiert. Als leichter Kreuzer gegen andere Kreuzer sollte man HE nutzen, man kann aber jedoch auch, wie man vorhin in dem Clip gesehen hat, AP nehmen, sobald diese eben Breitseite zeigen. Als CA, also als schwerer Kreuzer, spiele ich zumindest sehr viel AP, deswegen habe ich das jetzt auch dann so stehen. Ich kenne es auch tatsächlich nicht anders von der PC-Version. Das Einzige, wo ich wirklich dann mal wechsle, ist entweder eben für Zerstörer oder wenn einfach das Schiff zu gewinkelt ist und ich mit meiner AP nicht vernünftig durchkomme. Gegen Schlachtschiffe nutze ich dann natürlich HE. Unter 10 Kilometer gehe ich dann meistens auf AP, weil dann kann man den auch ganz gut eigentlich Schellen verteilen. Da ist der Vorteil, dass wenn Schlachtschiffe zu nah dran sind, kann man den halt doch auch mal 4.000 bis 5.000 geben, auch als leichter Kreuzer. Und als schwerer Kreuzer gegen Schlachtschiffe, da bin ich eigentlich auch größtenteils mit AP unterwegs. Wenn natürlich gewinkelt, dann auch auf HE wieder, je nachdem wie das Schlachtschiff halt einfach zu mir steht. Aber im Normalfall kommt man auch gut mit AP durch. Gerade dann, wenn das Schlachtschiff zu viel die Breitseite zeigt oder auch die Zitadelle hervorhebt, dann kann es halt auch richtig knallen. Vor allem ab 14 Kilometer abwärts. Und da jetzt eigentlich nur noch die Zerstörer übrig sind, kommt jetzt auch noch ein kleiner Clip dazwischen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich wollte eigentlich mehr Clips so reinbringen oder es war eigentlich auch ein bisschen anders geplant. Aber jetzt ist es schon so, dafür kommt demnächst einfach mal wieder ein schönes Gameplay. Und dann hoffe ich mal, dass der Clip euch hier jetzt ein bisschen gefällt. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Wenn ihr Zerstörer fahrt, im Normalfall nutzt man HE-Munition für gegnerische Schiffe. Allerdings gibt es eine Ausnahme, bei der es sinnvoll ist, auf AP-Munition zu wechseln. Wenn sich in naher Distanz ein zu euch Breitseite präsentierender Gegner befindet, unabhängig welche Klasse, solltet ihr auf AP umschalten. Gerade bei Schlachtschiffen können AP-Salven insbesondere auf den Aufbauten, die Superstructure, schweren Schaden anrichten. Ebenso ist es möglich, bei einem Kreuzer Zitadellentreffer zu erzielen. Generell gilt, wenn man gegen Zerstörer kämpft, nimmt man eigentlich HE. Ab und an kann auch AP wehtun oder man kann auch zum Beispiel torpedieren, wovon ich jetzt zum Beispiel nicht so viel halte. Also Torpedos nutze ich tatsächlich nur, wenn ich sie aus dem Nebel raustorpen möchte oder sowas, weil ich zum Beispiel sehr, sehr gerne mit Funkortung fahre. Das kann ich übrigens auch empfehlen. Für Kreuzer nutzt man eigentlich HE, außer natürlich, sie sind eben auf unter 5 Kilometer an einen dran. Da kommt es aber auch darauf an, welchen Zerstörer man fährt, weil nicht alle Zerstörer stark sind. Also stark in dem Sinne mit Kanonen kämpfen. Empfehlenswert sind da zum Beispiel die russischen Zerstörer, also gerade die Taschkent-Linie ist extrem stark, da ist auch die AP enorm stark. Also man macht nicht immer gleich Zitas. Bei den meisten sage ich mal schon, also wenn es so eine Omaha oder je nachdem was vor einem rumfährt, dann macht man definitiv wahrscheinlich eine. Aber bei den Russen zum Beispiel ist auch so, die haben halt einen extrem hohen Durchschlag, also der Grundschaden ist auch schon sehr, sehr stark dann mit AP. Ebenso sind auch sehr stark die amerikanischen Zerstörer zum Beispiel, die panasiatischen Zerstörer sowieso, weil das eigentlich die amerikanischen so gesehen sind, nur halt ein bisschen modifizierter, die ähneln sich sehr. Dann ist auch zum Beispiel die Akizuki sehr, sehr stark. Und tatsächlich auch die deutschen Zerstörer. Bei Schlachtschiffen nutze ich HE auf Reichweite und umso näher sie natürlich sind. Bei Schlachtschiffen nutze ich auf Reichweite HE, wenn sie natürlich näher sind, so ab 10 Kilometer. Dann gehe ich auch mal auf AP, je nachdem in welchen Zerstörer ich natürlich auch sitze.
Und bei Flugzeugträgern nehme ich eigentlich fast nur HE oder eben die Torpedos. Also die AP würde ich, wenn dann, nur auf wenig Distanz nehmen. Und selbst da ist eigentlich die Chance nicht unbedingt hoch, je nachdem, was man für einen Zerstörer auch dann gerade fährt. Da würde ich dann schon eher die Torpedos nehmen. Ja Leute, da sind wir am Ende angelangt. Das war es dann auch schon mit der heutigen How-to-Play-Folge. Ich hoffe, sie war informativ für euch, dass sie euch auch ein bisschen geholfen hat oder ihr vielleicht auch was erfahren konntet, wo ihr noch nicht wusstet. Falls noch irgendwelche Fragen offen sein sollten oder irgendwas anderes, dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet oder auch ein Abo auf dem Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und dann hören wir uns spätestens im nächsten Video.